Eigentlich unser Kennenlernen hat sich auf die wunderbarste Art und Weise entwickelt, wie sie sich nur entwickeln kann zwischen zwei Künstlern. Und zwar so, dass sie erst unsere Bilder kennengelernt haben im Rahmen einer Ausstellung in Singapur, wo wir beide nicht waren. Aber uns ist aufgefallen, dass die jeweils andere coole Bilder macht, richtig schöne Bilder. Und wir haben uns, wenn ich jetzt für mich sprechen darf, gegenseitig bewundert. Also wir haben ihre Arbeiten taugt und haben uns kontaktiert. Ihr ist anscheinend gleich gegangen und so hat sich eine Freundschaft entwickelt, eine schöne Freundschaft entwickelt und wir haben beschlossen zusammenzuarbeiten und dann hat sich die eine und die andere Ausstellung entwickelt. Ja, also ich sage es jetzt wieder von meiner Seite aus. Eine Verbindung ist sicher mal die Bewunderung, die gegenseitige. Das ist ja eigentlich schon eine starke Verbindung. Und die Liebe zum Papier, die Liebe zur Zeichnung selber. Also wir bedienen ein leises Medium und inhaltlich, finde ich, soll jetzt der Betrachter entdecken. I think yes, we met physically. It's our later, it's the first encounter was really of the works, and I think a work of art is like a living being. You encounter it like you encounter a person. So there was an immediate connection of the works, and then when we decided to work together, it was kind of like a natural and an immediate kind of a natural way of doing things. And then we didn't set up any concept, so it was really intuitively see how the works can develop. And of course, there were different exchanges, and we shared different vocabularies. And the first time I saw the first drawing that Eric sent me by mail, because in the beginning we were sending the works back and by mail, and it was a lot of emotion, but it was also a kind of way of saying, am I be able to respond in a way, because he has this amazing mastery of drawing technique, and he's able to create a space which is very very unique, and it's got this. It's almost like a pause of contemplation, and it makes us. This is what he talks about is in our contemporary culture, with all the images and with all the flux and with all the busy environments and and chaos and many things that are happening. What his work does is makes us realize, makes us have a silence and some kind of escape and a refuge, and that was really really impressive for me, and I appreciate that a lot. And he's also able to make us look at the little natural things that we don't see, little details like dusts and like little elements, and he makes them look, make us notice the beauty, but also the grace of everyday, natural environment, something that we don't notice because we are so running around, and yeah. Für mich beginnt das Zeichnen schon beim Schauen, also beim Erleben von Situationen. Und es ist eigentlich Grundvoraussetzung, dass man irgendwas berührt. Also dass man was ergreift oder dass man was traurig stimmt oder absurd findet oder schön oder sonst irgendwas. Und ich dann im Atelier das wieder abrufe, entweder Fotos oder Skizzen oder sonst irgendwie welche Behelfe. Und ich dann versuche, irgendeinen Auszug davon wiederzugeben, dass ich einfach den Betrachter noch die Möglichkeit gibt, dass er Ähnliches erlebt, wie ich erlebt habe. Und da ist dann eigentlich wurscht, ob das jetzt ein Porträt ist oder eine Landschaft oder ein Spinnenteil oder sonst irgendwas. Es gibt halt einfach ein Faszinosum, und das auszufiltern ist für mich schon die erste Spannung. Also das Erlebnis, dann das Auszufiltern, dann das Arbeiten am Papier. Das ist für mich Abenteuer. Ja, und deshalb ist jetzt nicht vordergründig wichtig, ob ich, was ich zeichne, sondern eben wie ich es zeichne.
It's almost like it's taking away a curtain from a reality. So I see, I think it's only through drawing, it's only drawing can really see things that I show that come to my drawings. I try not to analyze it, you know. I think it's almost like I also want to say like opening a window and then opening another window, and then it's really like a journey. And the starting point is essential. So the very first line on the paper, that's what will determine what will come. And then it's yes, I think it's just like a flow of visions, and it's collision of temporalities, it's collision of spaces, and I think the body is always present, but it's never defined as with its skin, you know. It's always these extra territories that occupy the space. I stay really flexible, and I like to find the rhythm of different gestures, you know, something that is very strong and very like a mark, and then very detailed little things that come to play and to contrast to create a rhythm. The white space of the paper is very important, and I think for Eric it's also the same. Because that's what will create, it will make the drawing live, and you don't need a lot of information. In fact, I think you can just have a tiny little stain or a tiny little dust, and it will make the whole drawing exist and live, you know. So it's always this fragile line of how much information should be there. And I do a lot of erasing, contrary to what Eric does, I think. And a lot of, some drawings are immediate, but then some will take a long time, you know, a lot of going back and forth, and to really construct this space, which stays ambiguous and very uncertain. So it creates a lot of open space for the public to project and to find their own stories. And I think the lectures are multiple, and even multiple with time, because we will not have an immediate reading of what is in front of us, and then with time we will discover, and that brings me back to my process, which is exactly this kind of journey through the line. Mir kommt eben nicht vor, dass ich limitiert bin beim Zeichnen, und mir kommt eben vor, es reicht das Blatt Papier und der Bleistift, um meine Welt zu erschaffen, und das genau ist das, was mich fasziniert am Zeichnen. Also das kann ich immer machen, zu jedem Zeitpunkt, auch wenn es mir mal schlecht geht oder wenn ich wie soll ich sagen, ein Blatt Papier hast du immer zur Hand. Das kann jetzt kann im Häfen sein, oder das kann in einer Stube sein, wo du gerade auf wen wartest. Zeichnen kannst du immer irgendwie. Und es ist so ein leises Medium, es ist so ein zurückgenommenes Medium, und trotzdem finde halt ich, ermöglicht es mir, dass ich genau das machen kann, was ich machen will. Und darum fasziniert es mich einfach weiterhin. Ja, der Ausstellungstitel Zwielicht ist wie halt auch bei den Titeln der Zeichnungen oft der spontane Einfall gewesen. Meine Idee oder unsere Idee war, das Zwielicht bedeutet ja vielleicht zwei Geschichten. Das eine ist, wenn es ein bisschen finsterer wird und dämmert, dann sieht man eigentlich in der Entfernung Figuren nicht mehr so gut oder eigentlich gar nicht so. Es hat was Geheimnisvolles, fast ein bisschen was, kann was Beängstigendes, Beunruhigendes sein. Das ist das eine. Und das andere ist, was macht man, wenn es finster wird? Man schaltet das Licht auf. Und dann ist eben einerseits das natürliche Licht und dann aber auch die künstliche Beleuchtung. Das schafft verschiedene Schatten. Und ich glaube, das ist das, was bei uns beiden in der Zeichnung vorkommt, dass wir mit Beleuchtungssituationen spielen. Also dass wir mitten unter der Zeichnung abbrechen, aus dem Raum ausbrechen, den wir gerade geschaffen haben, und durch eine komplett andere Beleuchtung und einen anderen Raum eine andere Bedeutungsebene machen damit. Und durch das Wechselspiel wird die Zeichnung aufgeladen oder gebrochen und auf alle Fälle vielschichtiger.
Und ich glaube, das ist auch eine Art Parallele, die wir haben. Und Donkin war das Zwielichtige dazu, das mir natürlich auch reizt. Eine zwielichtige Figur ist, ja, ist der früh auftauchen bei uns.